We knew something had to be done. We knew what the consequences would be. We knew that our future was at stake. We reacted too late. Plastic, the remnants of our epoch, will occupy many generations to come. In the 1950s, plastics became a mass product. Fossil oil is the raw material for almost all the plastic produced to date. Unlike natural polymers, plastic does not or hardly degrades in nature. In the 1960s, the plastic bag became a symbol of consumption and prosperity. Today, around 500 billion plastic bags are produced each year. Global plastic production has increased enormously over the years. In the 1960s, about 15 million tons were produced annually. Today, we are already at 400 million tons per year. Consequently, the amount of plastic waste has also increased dramatically. Wenn wir jetzt nur den Teil Kunststoffverpackungen herausnehmen, dann wurden global gesehen 78 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle an Verpackungen gemessen. Der bedenkliche Punkt dabei, etwa ein Drittel dieser Kunststoffverpackungen wird gar nicht gesammelt, wird nicht erfasst. Das bedeutet, dass ein Drittel der Kunststoffabfälle in der Natur landet, in den Meeren, aber sich auch in Böden wiederfindet. While plastic pollution in water bodies has received increased attention in recent years, contamination of soils is still relatively unexplored. Scientists estimate that plastic pollution on land is up to 20 times higher than in the oceans. A major problem is plastic that is not visible. Tiny plastic particles accumulate everywhere in the environment and eventually enter us humans through the food chain or other pathways. These small particles, referred to as microplastics, are created, for example, by abrasion from car tires and enter the soil through wind and rain. Large plastic particles become smaller over time due to UV radiation, weathering, or abrasion. Since plastic is practically not degraded, but new plastic is constantly being added, the quantities of plastic residues and microplastics in the soil are constantly increasing. Unter Mikroplastik versteht man sehr kleine Teilchen, millimetergroße, mikrometergroße Teilchen aus Kunststoffen. Das Zerfallen von Mikroplastik bedeutet in erster Linie einmal, dass die Teilchen einfach kleiner werden, dann vielleicht nicht mehr sichtbar sind, aber wenn man unter das Mikroskop schaut oder auch mit anderen Analysenmethoden auf die Suche nach dem Mikroplastik geht, ist es nach wie vor da. Zerfall ist nicht gleichzusetzen mit biologischem Abbau. In der Küche bei uns zu Hause, wenn wir Lebensmittel verarbeiten und ein Kunststoffsieb verwenden oder ein Schneidebrett aus Kunststoffen, auch hier besteht die Möglichkeit, dass wir ganz unbewusst kleine Plastikteilchen, kleinen Plastikabrieb erzeugen, der dann in unser Essen gelangt. A fleece jacket made out of polymer
becomes a veritable source of microplastic in the washing machine. Several 100,000 microplastic particles and microplastic fibers per kilogram of laundry are released into the wastewater. Das Mikroplastik wird in unseren Kläranlagen, die einen sehr hohen technischen Standard erfüllen, sehr gut aus dem Wasser herausgefiltert. Es wird dann im Klärschlamm gebunden und je nachdem, welchen Verwertungspfad ein Land oder ein Bundesland für diesen Klärschlamm hat, besteht die Möglichkeit, dass das Mikroplastik als Dünger auf die Felder ausgebracht wird. Mikroplastik in Böden ist natürlich auch für die Abfallwirtschaft ein wichtiges Thema, weil Mikroplastik auch über Komposte auf Böden aufgebracht werden kann. Das Mikroplastik im Kompost stammt allerdings aus dem Biotonnenmaterial meistens, aber auch aus dem Grünschnitt kann es stammen. Das bedeutet, dass Mikroplastik eigentlich immer von Konsumentenseite herkommt. Und im Zuge der Kompostierung werden diese großen Kunststoffteile, das sogenannte Makroplastik, ein Sackerl oder ein größeres Bauteil, durch die mechanischen und thermischen Prozesse zu kleineren Teilchen zerkleinert und diese werden dann als Mikroplastik endgültig im Boden eingebracht. Wir wissen, dass auch in Böden sehr große Mengen an Mikroplastik vorhanden sind und dort für lange Zeit auch bleiben und nicht abgebaut werden. Dieses Mikroplastik wird von Organismen aufgenommen bis hin zum Menschen. Wir wissen aber noch nicht genau, was es im Menschen verursacht. Wir wissen aber beispielsweise von vielen Inhaltsstoffen von Textilien, wo man vor 20, 30 Jahren auch nicht wusste, dass sie krebserregend sind, dass sie tatsächlich gefährlich sind und mittlerweile auch verboten sind. At present, nobody really knows how microplastic affects the environment, our food and the human body. Plastics can contain a variety of additives, for example, plasticizers or fire retardants, including substances that are carcinogenic and hormonally active. The disintegration makes the particles smaller and more mobile. Overall, their surface area increases and additives are thus released more easily. In the soil, the plastic fragments are thoroughly mixed with minerals and humus. This agglomeration with various natural solids with different densities and chemical compositions make the separation and conformation of microplastics very complex. In 2018, the Federal Environment Agency, together with the Medical University of Vienna, succeeded in detecting microplastics in human stool for the first time worldwide. Wir haben 8 Stuhlproben von weltweit verteilten Probanden untersucht und das überraschende Ergebnis war, dass wir in jeder einzelnen dieser Stuhlproben Mikroplastik nachweisen konnten. Meanwhile, researchers around the globe were able to confirm the presence of microplastics in humans. Microplastics are found in the water we drink, in table salt, and in fish and seafood. Once microplastic has disintegrated to the point where the particles have reached nanometer size, they can also penetrate animal and human cells. It is very likely that microplastics can be found in a wide variety of foods. However, extensive scientific studies are still missing. On average, every person consumes about the weight of a credit card in microplastics every week. The word plastic originally comes from the Greek and refers to the shaping, forming art. Scientists estimate that in 500 to 1,000 years, our plastic waste will still be just as chemically intact as it is today. From cultures that perished a long time ago, only a few objects, preserved by special circumstances, have survived to the present day. Thousands of years from now, archaeologists will be able to identify our age with perfectly preserved plastic pieces from all areas of our lives. Will they call us people of the plastic age?
The first plastics were inspired by nature, such as latex obtained from the resin of rubber trees. Those white drops are rubber, liquid rubber, they call it latex. An Kunststoffen ist eigentlich gar nicht schlecht. Sie wurden erfunden, um ein dauerhaftes, widerstandsfähiges Material zu schaffen. Aber so wie wir mit diesem Material umgehen, nämlich für kurzfristige Anwendungen, dafür sind sie nicht gedacht. In some areas, plastics are indispensable, for example in medical applications. But for most scenarios, conventional could be replaced with biodegradable plastic. Damit Plastik in der Natur abbaubar wird, müsste es also ähnlich aufgebaut sein wie natürliche Polymere, also wie zum Beispiel Zellulose oder ein natürlicher Polyester, wie zum Beispiel das Kudin, das in Apfelschale und Tomatenschale vorkommt. Dann wäre also so ein Polyester abbaubar im Gegensatz zu dem PET, also jener synthetische Polyester, der derzeit zum Beispiel für Flaschen verwendet wird. Also so ziemlich alles, was wir aus Plastik, aus herkömmlichem Plastik kennen, kann man auch aus Bioplastik herstellen. Unsere Becher sind aus PLA. Das sieht genauso aus wie Plastik, fühlt sich auch so an, ist aber aus Maisstärke gemacht und 100%ig nachhaltig, CO2-neutral und absolut verrottbar. Strohhalmen sind wir mittlerweile umgestiegen, die hatten wir früher auch aus PLA, also aus Maisstärke gemachte. Nachdem die Verwechslungsgefahr sehr groß ist und Gäste glauben, aha, muss jetzt aber echtes Plastik sein, weil es eben so aussieht, sind wir seit einiger Zeit umgestiegen auf echtes Strohhalm aus Stroh und das funktioniert auch wunderbar. Unsere Verpackungen sind alle ohne Plastik, das alles ist natürlich etwas teurer. Soweit ich weiß, ist es um das 8-fache teurer. Das sind Centbeträge, aber auch das summiert sich für ein Unternehmen. Nichtsdestotrotz weiß ich, wenn das für uns leistbar ist, ist es das für andere auch. Und letztlich ist es doch so, wenn man es den Gästen erklärt, die wissen das auch zu schätzen. Degradable plastic can also be made from fossil oil, and conventional plastics can be made from renewable resources, such as sugar or starch. Bioplastik sollte unbedingt aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden, um den Kohlenstoffkreislauf zu schließen. Pflanzen nehmen CO2 aus der Atmosphäre auf, daraus wird dann Bioplastik gemacht und beim Zersetzen des Bioplastiks in der Natur entsteht wieder dieses CO2 und somit könnte man dann den Kohlenstoffkreislauf schließen. Wood is degraded in nature. The basic building block, cellulose, is an important raw material. In addition to natural fibers such as cotton, textiles can be made from cellulose, such as viscose, and thus from wood. The result is inherently biodegradable. In supermarkets, one might encounter more and more packaging for fruits and vegetables made from cellulose. Biodegradable compost bags facilitate the collection of organic waste in households and can thus help to ensure that valuable organic waste is not disposed of in the residual waste, but is instead composted in the organic waste bin. Die bioabbaubaren Sackerl haben selbst keinen Vorteil in der Kompostierung, wenn sie leer sind, weil der Inhalt das Wertvolle ist und nicht der Sackerl selbst. Das gilt übrigens für alle bioabbaubaren Kunststoffe. Sie sollten nicht über die Biotonne entsorgt werden. Meanwhile, there are alternatives for almost every application. The problem is the price. Petroleum-based plastic is simply much cheaper. PET bottles are relatively easy to recycle, and laws defining collection quotas are designed to ensure that the bottles are actually reused. The omnipresent PET bottles will remain with us for a long time to come. Often, however, the problem is merely shifted elsewhere. It is a common practice to export plastic waste worldwide. Eine Studie für 2019 zeigt, dass in diesem Jahr etwa 1,8 Millionen Tonnen Kunststoffe aus Europa exportiert worden sind, überwiegend in asiatische Destinationen. Die
große Problematik in diesem Zusammenhang ist, dass es sich hier überwiegend um Länder handelt, die wenig gesetzliche Regulierungen in diesem Bereich haben, die wenig Arbeitnehmerschutz kennen und wo es zur Umsetzung von sehr fragwürdigen Praktiken bei der Behandlung dieser Kunststoffabfälle gekommen ist. Real problems in recycling are caused by the unmanageable variety of plastics and additives, as well as composites made of various materials which often contain plastics. Wir brauchen auch stärkere Regulierungen, was die Additive betrifft, was die Vielfalt der Kunststoffe betrifft und was auch Verbundmaterialien betrifft, weil Verbundmaterialien jener Teil sind, der uns beim Recycling die größten Probleme macht. Man kann sich gut vorstellen, dass eine 5-lagige Folie aus unterschiedlichen Materialien sehr schwer recyclingfähig ist. Und an dieser Stelle würde ich dafür plädieren, stärker zu regulieren, welche Verpackungen, welche Materialien hier eingesetzt werden dürfen in der Zukunft. Due to the corona pandemic, the price of crude oil is falling to a record low. It is a quarter cheaper to produce PET bottles from oil than from recyclates. No sustainably produced plastic can keep up with this price. Kurzfristig sollte man das Plastikproblem lösen, indem man sich an den 3R auf Englisch orientiert. Reduce, Reuse and Recycle. Das heißt, Plastikkonsum einschränken, nach Möglichkeit alles wiederverwenden und all das, was im eigenen Haushalt nicht mehr wiederverwendet werden kann, dann einem Recycling zuführen. Langfristig sollten wir natürlich komplett auf bioabbaubares Plastik umstellen. Dieses gelangt zwar möglicherweise schon noch als Mikroplastik in die Umwelt, wird dort aber sehr schnell abgebaut. No country is able to solve the plastic waste problem on its own. It requires international cooperation. Only together can industrialized and developing countries prevent plastic from becoming a global health problem. To preserve biodiversity and the health of our ecosystem, a radical rethinking is needed that affects all areas of our lives. Otherwise, we may be one of the last generations of humanity that still knows our Earth as worth living on.